ab dem 3. Job-Change, wenn auch mehr ungewollte Skills dazu kommen, Terra Nord. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sich etwas ändern wird an den Weapon-Bonus, wenn du kein PvP spielst. Weil warum würdest du jemals einen Elementor-Skill nehmen, wenn er nicht spambar ist? Also, das Einzige, was Sinn ergeben würde, wäre Everstorm. Das wäre der einzige Skill. Sinn machen, Hupe, Sinn machen. Alter, Hupe heute, ne? Ey, Hupe, du hast mich so versaut. Wir hatten heute wirklich 3 Stunden am In-A-Row-Meeting von 9 bis 12:30. Gell? Das würde Sinn machen. Das macht Sinn. Das sollten wir so machen. Das macht Sinn. Macht Sinn. Macht Sinn. Oh. Jedes Mal, Alter. PTSD. Ist crazy, wie man drauf achtet. Ja, und du bist schuld, Sir. Hör auf damit. Du hast mich ruiniert. Ich bin ein gebrochener Mann. Also ich glaube, bis jetzt hat einer auf der Arbeit mal ergibt Sinn gesagt. 1 von 5000. Aber was ich sagen wollte war, wie gesagt, also Everstorm ist in meinen Augen der einzige Skill, bei dem es sich lohnen würde, ihn auf die Waffe zu erwecken. Allerdings mit dem hohen Risiko halt eben nicht. Abgesehen davon, wenn keine neuen Waffen kommen, kannst du ihn ja gar nicht erwecken, weil auf einem Stuff of Hernes kannst du keinen Everstorm erwecken, das geht ja gar nicht. Die müssten ja erstmal eine Waffe releasen. Everstorm ist ab 165. Die müssten erstmal eine neue Waffe releasen, die ab 165 ist, wo du es auch tatsächlich drauf erwecken kannst, was aktuell nicht der Fall ist. Also du hast mehrere Hürden. Die eine ist, alle Third Job Skills sind eigentlich Müll für eine Erweckung, weil du sie nur einmal benutzen kannst pro x Sekunden. Außer Everstorm, der hat fast eine 100% Uptime oder eine relativ hohe Uptime. Und ansonsten würde man einfach weiter, also würdest halt die neuen Skills einmal drücken, dann laufen die ja zum Teil auch für eine längere Zeit. Und dann würdest du einfach weiter Electric Shock spammen oder was du halt auch davor gemacht hast, so wie du davor gespielt hast. Würde sich also nicht viel ändern. Aber das ist grundsätzlich auch wieder so eine Diskussion, wo man dann theoretisch auch drüber streiten kann. Wieder. Weil ich habe ja schon gesagt, ich bin kein Fan von den ganzen AOE-Skills vom Update, weil du sie nicht spammen kannst. Könnte man halt aber auch argumentieren, wenn du sie spammen könntest, dann... So, man kann nicht laufen, während man das Fenster aufmacht, okay. Wenn du sie aber spammen könntest, dann würdest du sie aber auch als Main AOE-Skill wahrscheinlich verwenden wollen. Also nicht nur wahrscheinlich, sondern 100%ig. Das würde dann den bisherigen Spammable AOE ablösen. Wenn du den dann aber nicht auf deiner Waffe erwecken kannst, ist halt die Frage, wie viel besser ist er dann wirklich und ob das dann überhaupt so viel bringt. Also ist halt noch so ein bisschen schwierige Situation. Wobei man bei manchen Skills vielleicht sogar sagen könnte, also no joke, bei manchen Skills könnte man vielleicht sogar sagen, du würdest den Skill aktivieren mit einer Waffe. Zum Beispiel, du könntest dir einen Roika-Stuff, also den Behemoth-Stuff nehmen, da dann zum Beispiel Everstorm drauf erwecken und dann machst du Everstorm mit dem Roika-Stuff. Aber das funktioniert dann wahrscheinlich gar nicht, ne? Müsste man sich angucken. Ja, wahrscheinlich funktioniert es nicht, keine Ahnung. Das habe ich noch nie ausprobiert tatsächlich. Und dann wechselst du auf den Hernes-Stuff zum Spammen zum Beispiel. Oder auch bei anderen Skills,
die dann eben nicht spammable sind, erwächst du sie auf die Behemoth-Waffe, machst einmal den Skill, dass er krass viel Schaden macht und den Spam-Skill machst dann mit der Hernes-Waffe weiterhin. Irgendwie so. Na, ich glaube nicht, dass das irgendjemand machen würde, selbst wenn das funktioniert. Aber ja, habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert. Wäre theoretisch eine Möglichkeit. Aber wird es nicht noch schwerer sein, an Poison Cloud Damage ranzukommen? Wenn die Third Jobs sich immer einmischen beim Weapon changen. Naja, aber wie gesagt, momentan spielt das ja keine Rolle, weil es keine so hohen Waffen gibt. Momentan ist es egal. Für AOEler. Zumindest. Und vor allem für Elementor. Erst wenn sie eine neue Waffe mit Waterbomb rausbringen, dann wird es zum Problem. Aber ganz ehrlich, das habe ich auch schon 100.000 Mal gesagt. Und jetzt ist Schluss mit lustig. Wenn die jetzt eine neue Waffe rausbringen mit Waterbomb und die sorgen nicht dafür, dass man sich aussuchen kann, ob man Third Job oder First Job oder Second Job Skills rollen möchte, also dann ist wirklich, dann ist Feierabend. Dann gehen wir auf die Barrikaden. Dann werden wir auf die Straßen gehen und irgendwas kaputt machen. Irgendwas anzünden. Ein Stück Papier oder so. Symbolisch. Weil das wäre wirklich geisteskrank. Also bei Elementor, wie viele Skills bekommt er dazu? Ich glaube 12. Die kann man alle erwecken. Und er hat aktuell, ich glaube 27, die er erwecken kann. Das wären 39. Aber ich glaube, es sind sogar 29. Aber sagen wir mal, es sind um die 40. Es sind ziemlich genau 40 wahrscheinlich. Also sind 40. Da hast du eine Chance von 1 zu 40. Oh, da ist meine Buffs sind abgelaufen. Da hast du eine Chance von 1 zu 40, den Skill zu bekommen, den du haben möchtest. Aber es geht ja nicht nur darum, den Skill zu bekommen, wie jeder weiß. Es geht ja auch noch um die Höhe des Skills. Niemand will 5%, das ist ja useless. Das heißt, du musst den Skill wahrscheinlich 5, 6 oder im schlimmsten Fall sogar bis zu 20 Mal rollen, bis dann tatsächlich mal 15% plus drauf sind. Da bist du ja auch nicht zufrieden, aber es ist zumindest besser als nichts, so ungefähr. Also das wird ja dann wirklich komplett eskalieren. Und selbst bei anderen Klassen, sag ich mal, selbst da wird es dann langsam auch kritisch, wenn du zum Beispiel, du hast eine Waffe auf Level 180, die höchsten Skills im Game sind für 180. Wobei, ich glaube, es ist sogar nur ein Skill, der Ringmaster, aber egal. Hast eine Waffe für Level 180, du willst eine bestimmte Erweckung darauf haben, da wirst du bei jeder Klasse das Problem haben. Klar, Elementor hat mit Abstand die meisten, aber alle Klassen haben dann auf jeden Fall weit über 20 Skills, die kommen können mit dem Third Job Change. Also, vielleicht gibt es 1, 2 Ausnahmen, aber die allermeisten. Und, da wird keiner happy drüber sein. Also dann werden die anderen endlich mal fühlen, wie das ist, wenn man Elementor ist, wenn man so viel Auswahl hat aus den ganzen Skills und es einfach alles so unwahrscheinlich ist. Und da wird jeder ausrasten. Also das ist auf jeden Fall keine Zukunft. Aber wie gesagt, aktuell ist es egal, weil die Third Job Skills sind eigentlich Trash zum Erwecken, für eine AOE-Waffe zumindest. Am relevantesten ist die Erweckung von einer AOE-Waffe oder von einem AOE-Skill im PvE. PvP interessiert mich nicht. Das heißt, momentan haben wir das Problem nicht. Solange Hernes best in Slot bleibt, ändert sich eigentlich gar nichts. Und wenn es doch unbedingt jemand machen will, dass er eine Behemoth-Waffe erweckt, wie ich es vorher gesagt habe, mit zum Beispiel Everstorm, falls das geht, müsste man erstmal testen, aber irgend so eine wilde Combo macht, dass er erstmal eine andere Waffe benutzt und dann auf Hernes switcht während dem Cooldown von den anderen Skills oder irgendwie so. Das wird wahrscheinlich niemand machen und die wenigen, die es machen werden, naja, die müssen dann halt den Preis dafür zahlen, was es kostet, bei einer 1 zu 40 Chance auf einen bestimmten Skill zu rollen und den dann noch in der Höhe zu bekommen, wo er nicht nutzlos ist. Vielleicht ist das auch der Grund, warum sie keine neuen Waffen released haben, weil sie dafür noch keine Lösung gefunden haben für dieses Problem. Weil sie genau wissen, dass das so nicht weitergehen kann. Vor allem musst du ja auch bedenken, es macht zwar keiner, aber die Scrolls kosten ja eigentlich 100 F-Coin each. Das heißt, du müsstest in der Theorie 4000 F-Coin zahlen bei Elementor,
um nur einmal den Skill, also erwartungsgemäß, nur einmal den Skill zu sehen, den du tatsächlich auch bekommen möchtest. 4000 F-Coin, nur um es einmal zu sehen. Und dann hast du ja noch die Möglichkeit, 5, 7, 9, 11, 13% zu rollen. Bis 25 durch. Also dann nochmal eine 1 zu, was weiß ich, was ist das? 10? Whatever, Chance. Dass die Höhe auch gut ist. Also, das ist Gambling in seiner pursten Form. In seiner reinsten Form ist das einfach nur Gambling. Und das ist einfach too much. Also ist jetzt meiner Meinung nach schon too much, aber dann wird es nur noch lächerlich. Also, vielleicht arbeiten sie da auch schon dran, keine Ahnung.